Ich glaube, es ist ein Bubentraum von jedem Bub, oder? Mein Feueroutfit findet man fast in jeder Playmobil-Sammlung. Aber ich wollte als Kind immer Bauer werden. Ich habe Forstwart gelernt und zwischendurch nachher im Outdoor-Bereich gearbeitet. Ich habe eine Snowboardschule gegeben und ich war lange in Kanada, wo ich so Outdoor-Touren geführt habe. Durch meine Jobs, die ich vorher gemacht habe, hatte ich entweder das Körperliche oder dann mit den Menschen zu tun gehabt. Und bei der Feuer kann ich es irgendwo ein bisschen verbinden. Es ist sowohl körperliche Arbeit, wie aber auch Nähe zum Menschen. Vielleicht habe ich auch irgendwo ein gewisses Helfersyndrom. Das wird manchmal zum Verhängnis in meinem Privatleben. Aber dafür kann ich es im Job umso mehr ausleben. Feuerwehr ist mittlerweile vielleicht manchmal fast der falsche Name. Wir sind wirklich eine Allgemeinwehr oder Katastrophenwehr, wie auch immer. Oder? Unser Einsatzspektrum das reicht von Bienenvölkern, die wir einfangen und umsiedeln, bis zu natürlich Brand. Aber beim Brand haben wir ein Kübel, das brennt, bis zu einem riesigen Dachstockbrand. Das ist fast alles möglich. Zum Teil sind es aber auch Hilfeleistungen für jemanden, der ausgeschlossen hat, der einen Schlüsseldienst in dem Sinn braucht, und für die können Hilfe leisten. Ein riesiges Spektrum, oder? Wir arbeiten hier 24 Stunden am Stück. Das heisst, wir haben einen normalen Tagesablauf, wo wir von morgen um 7 bis am Abend um 6 Uhr arbeiten. Das ist die Schreinerei, wo wir verschiedene Sachen machen. Zum einen Fahrzeuge einbauten, zum anderen vielleicht aber auch mal irgendwie noch das Büromöbel oder irgendeinen Tisch. Und wir dürfen es auch am Abend mal privat brauchen. Also der eine oder andere hat sich schon mal ein Bett gemacht oder dann kauft sich das Holz ein und macht sich ein Bett oder einen Schrank für die Hause oder ein Holzherzchen. Die Tagesschicht ist eigentlich mit dem Nachtessen beendet. Dann kommt die Nachtzeit oder die Präsenzzeit. In dieser Präsenzzeit haben wir die Möglichkeit zum Sport zu machen, zum zusammen etwas zu machen. Wir haben Töckelkasten, wo man die Zeit verbringen kann. Viele gehen noch ins Fitness zusätzlich, andere machen in der Werkstatt etwas für sich. Ich bin meistens bis etwa um 12 Uhr bin ich eigentlich wach. Und dann versuche ich mal ein paar Stunden anzulegen. Ich schlafe nie da so gleich wie die Hause, oder? Es ist nicht mein Bett, es ist nicht meine Bettwäsche, es ist alles anders, oder? Und mir ist halt irgendwie immer mit dem halben Ohr ist man immer da, oder? Weil beim Einsatz oder beim Alarm haben wir 75 Sekunden Zeit zum Ausrücken. Zürich by Night ist recht speziell. Zum einen ist das Volk, zum anderen ist aber auch eine Langstrasse, die sich kann über einen Tag oder über eine Nacht hinweg von Stunde zu Stunde komplett ändern. Oder? Am Anfang hat man vielleicht mehr noch ein bisschen, das Rotlichtvolk und dann kommt man mehr ein bisschen ins Partyvolk. Am Morgen früh hat man fast nur noch die halt das Party ein bisschen übertrieben haben, oder? Wo das sieht man dann auch ab. Das finde ich auch recht spannend, um es zu beobachten. Gerade in der Stadt Zürich, gerade Freitag, Samstag, Nacht, wo das Partyvolk auf der Straße ist, da erlebt man zum Teil recht haarsträubende Sachen. Also wo einem die Leute, wenn man mit Blaulicht kommt, stehen sie einem bewusst in die Straße, sperren einem den Weg. Oder? Und ich möchte mich schon fragen, ich habe ja denen eigentlich nichts gemacht, sondern ich würde auch ihnen helfen, wenn sie ein Problem haben. Oder? Also so Ereignisse, die mir mehr in Erinnerung bleiben, sind die vielleicht nicht immer die blutigsten sind, so, sondern mehr die einem körperlich näher gehen, das Schicksal der Menschen einem näher geht. Und das eine, das mir sicher in Erinnerung bleibt, ist zuerst eine Zeit her, war eine junge Mutter, die mit ihren 2 Töchtern von der Ferien heimgefahren ist und dann selbst verschuldet einen Unfall verursacht hat. Sie ist ins Spital gekommen, ihre Tochter war im Kinderspital und die Mutter war im Unispital. Und das Kind war eigentlich hirntot. Wir haben es nur noch eine Maschine erhalten, damit man es für eine Organspende brauchen kann.
Die Mutter ist jeden Tag vom Unispital ins Kinderspital gefahren worden, damit sie tagsüber bei dem Kind sein kann. Und mein Job war, am Donnerstagabend die Frau zurück ins Unispital zu fahren. Und wir wussten, dass wir am Freitagmorgen eine Maschine abstellen. Ich habe mit so einer schwierigen Situation mich immer so umgegangen, als eines Gespräch hier mit meinen Kameraden, wir reden darüber. Manchmal macht man vielleicht auch mal einen blöden Spruch darüber. Das braucht es vielleicht, um so etwas zu verarbeiten. Sind ihr auch nicht, aber es bleibt ja nur einer. Du bist nachgekommen. Das ist scheiße. Ja. Das Zusammenleben hier schweißt brutal zusammen. Wir haben, unser Team ist zwar manchmal für einen Außenstehenden wirkt es auch so ein bisschen, ja, mit Zündland gerne mal an, es kommt mal ein blöder Spruch und so, aber eigentlich, ich weiss, ich kann mich auf jeden da verlassen und ich habe auch von jedem irgendeinen Support, wenn es mir mal nicht gut geht. Wenn man hier in der Berufswelt arbeitet, ist für viele ein Lebensjob. Oder? Also viele bleiben bis zur Pensionierung. Ob es mir auch der Fall ist, weiss ich heute noch nicht. Das Leben bringt verschiedene Sachen. Ich habe mich auch schon ein bisschen informiert, was hat man noch für andere Möglichkeiten. Aber das Problem ist eigentlich, wenn man mal auf dieser Führerschiene festgefahren ist es recht schwierig, in der Privatwirtschaft etwas anderes zu finden, wo man vielleicht die Sachen, die man hier gelernt hat, einbringen kann. Es gibt Möglichkeiten, als Sicherheitsberater noch tätig zu werden oder vielleicht im Bereich der Ausbildung etwas zu machen. So. Ich denke aber, solange mir der Job Freude macht und solange ich ihn körperlich machen kann, will ich hier bleiben. Es ist ein guter Arbeitgeber, es ist ein toller Job, also würde ich gerne hier bleiben. Ja.